Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir loggen uns jetzt auf den internationalen Server 45 ein. Ja, der Server, der gestern neu erschienen ist. Für euch gestern, für mich noch heute, denn wir sind jetzt vor den letzten 15 Minuten quasi des ersten Tages, also kurz vor 0 Uhr. Ich zeige euch mal kurz die Uhr hier. Ist gerade auf 46 geswitcht und wir haben jetzt noch genau 14 Minuten Zeit für den, ja, neuen Server, um uns den anzuschauen. Und ja, ich bin diesmal wirklich, muss ich sagen, null informiert, wer da alles diesmal drauf gestartet ist, wer alles hier reincachen will und so weiter und so fort. Aber was wirklich sehr, sehr interessant ist, dass diesmal der Serverstart in Verbindung mit dem Black Friday ist und somit, ja, könnte es ein ziemlich heftiger Serverstart werden und ich bin gespannt, wer alles schon am ersten Tag jetzt die Festung ausgebaut hat und ja, schon quasi schwarze Edelsteine hat und eventuell damit ein paar mehr Level schafft, als wie es vielleicht gewöhnlich für einen Serverstart der Fall ist. Ja, also wie gesagt, der Server ist auf jeden Fall außergewöhnlich und deswegen gucken wir mal drauf. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wer hier alles am Start ist. Der Dorzer ist auf jeden Fall schon mal dabei, das wissen wir schon soweit schon mal. Dann nehmen wir einfach mal den Störzer, ja. Der ist noch vergeben. Wir brauchen keine Tipps. Wir sind Vollprofi. Ja, gut. Dings haben wir schon runtergedreht. Warte mal, wir machen noch ein bisschen Lautstärke. HD-Grafiken müssen auf jeden Fall noch an. Ja, sonst ist das hier nicht so schön ansehnlich. Und jetzt gucken wir gleich mal hier, wer mir hier... Ah, guck mal, da sind wir schon... ja, auf jeden Fall... da haben wir schon auf jeden Fall die Top 30 gesehen. Hier ist die Dorzer. Ja. Keine Grüße. Gehen raus in der Beschreibung. Ist hier in der Gilde drin. Okay, ja, nice, 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 nice. Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, was hier alles jetzt so am Start sein wird. Erstmal noch nichts großartig Krasses, aber wir haben uns ja nicht ohne Grund die letzten paar Minuten vor ja, dem ersten Tag eingeloggt, denn bekannterweise sind die krassen Spieler, die spielen ja ihre letzten Alu in den letzten 10 Minuten, in den letzten 5 Minuten runter, ja. Und wir haben es jetzt, wie gesagt, 48, das heißt, in der Zeit, ja, wird sich jetzt hier noch einiges, oh, ich sehe schon den Davalon, ja moin. Hier wird sich in der Zeit, denke ich mal, noch einiges tun, ne? Und ja, vielleicht auch nicht. Wir schauen auf jeden Fall mal. Also bisher höchstes Level 35, soweit ich sehe. Am ersten Tag, ne? Also ja, also der Server hat ja um 16 Uhr gestartet und um kurz vor 0 Uhr sind die ersten schon Stufe 35 und haben schon Full Black Gem, ja. Also es haben viele auf die Taktik gespielt, am ersten Tag die Festung zu holen, um ja, 25 dann zu machen, was mittlerweile ja auch nicht mehr so das Problem ist, so am ersten Tag 25 zu werden, um dann sofort die schwarzen Edelsteine hier sich an Mann zu holen. Und man sieht, die haben hier schon mittlerweile plus 18 so, plus 22 hier in der Waffe, da zählt er ja doppelt. Und ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus hier auf dem Server. Wir schauen mal an die Gilden, da lässt sich natürlich noch nicht so viel rausinterpretieren. Vielleicht eine Gilde dabei, die man namentlich irgendwie kennt, aber meistens ja, heißen die Gilden ja irgendwie immer anders. Die, ja, ne, also die immer, ja, keine Ahnung, also die wenigsten Gilden haben ja immer denselben Gildennamen, die nennen sich irgendwie immer anders. Und ja, wir gehen mal auf jeden Fall die Rangliste durch. Wir haben es jetzt noch T minus 10 Minuten und wir sehen natürlich Berserker ziemlich krass am Start. Auch hier, ne, der Davalon spielt hier einen Druiden. Ja. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier die Gilde Kaiser. Mal schauen, vielleicht haben wir ein paar hier mit einem Profilbild. Es ist ja auch ein internationaler Server, das heißt, von anderen Ländern können hier auch gut und gerne mal irgendwelche YouTuber am Start sein, die hier mit einem Profilbild vertreten sind. Ja, wie gesagt, ich habe mich wirklich da, was das angeht, null informiert. Ich habe ja den Serverstart verpasst. Ich hätte ihn gestern sehr, sehr gerne gestreamt gehabt, muss ich dazu sagen, weil das auch für mich relativ interessant ist, mal so einen Serverstart zu verfolgen, wo mal die Gegebenheiten so ein bisschen andere sind, ne, mit Black Gems und so weiter und so fort und ja, sich eventuell dadurch richtig heftige Vorteile erarbeiten kann. Ja, aber da hatte ich, wie gesagt, leider nicht die Zeit zu gehabt, deswegen jetzt das Video dazu, um mal zu gucken, wie die Leute hier ausrasten am ersten Tag. Und ja, ich habe hier bisher keinen gesehen, vielleicht gibt es ja
gewitelistete Gilden. Das sind ja die Gilden, die immer als erstes hier am Start sind. Nee. Also es scheint, also die erste Guild ist nicht gewitelistet, weil sonst sind die, also die erste Guild ist meistens immer irgendeine YouTuber-Gilde. Das ist dann, hat dann damit zu tun, dass die dann auf Platz 1 sind, weil die dann halt vor dem Serverstart schon erstellt worden ist und somit ist das halt Gilde Nummer 1. Aber wie man sieht, ist hier kein YouTuber oder kein gesponserter ja, Spieler auf dem Server, was für die einen wahrscheinlich gut ist, für die anderen wahrscheinlich eher schlecht, aber für die Allgemeinheit ist es wahrscheinlich eher besser, ne? Da man dann halt, wie gesagt, gegen niemanden spielen muss, der jetzt irgendwie Pilze gesponsert bekommt, sondern gegen Leute spielt, die alle selbst Pilze in das Spiel investieren. So, es regeln sich so ein paar Leute hin und her. Wir sehen, die Liste aktualisiert sich mal hier und da. Es wird um Platz 1 gekämpft, ne? Und wir warten jetzt einfach ab, ja, was jetzt in den letzten paar Minuten hier passieren wird. Ich kann euch schon mal so viel dazu sagen. Auf dem Server hier werde ich natürlich nicht spielen, denn ich habe ja meine Server, die ich sowieso bespiele, und das sind ja 4 Stück und mehr als 4 möchte ich ja auch wirklich nicht haben, ne? Ich hatte ja schon öfter mal gesagt, achso, ich habe zu wenig Gold, ich habe ja schon mal öfter gesagt, dass ich 4 Server eigentlich schon immer zu viel finde, so. Und deswegen können wir auch den hier machen, ja. Juckt keinen. Ja, weiter. Okay, man kann das weiter nicht hier mit einer Enter-Taste überspringen. Schade. Ja, huch, ja moin. Direkt Viren- und Bedrohungsschutz hier. Zack, so. Da können wir einfach mal hier durch entern, ja. So wird, Alter, jetzt geht's richtig fett nach vorne. So wird hier Shakes and Fidget auf die professionelle Art und Weise gespielt. Lasst euch das von keinem anderen irgendwie anderweitig erzählen, ja. So wird das Ganze hier auf jeden Fall gemacht, ne? So kommt ihr auf Platz 1. Ja. Wenn ihr schnell auf Platz 1 wollt, einfach, ach komm, Bro, jetzt hier nach jedem Level jetzt hier so eine Benachrichtigung oder was? Ja, nice. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich halt hier auf dem Server eh nicht aktiv spielen werde, kann ich ja hier auch einfach durchentern, so. Ja, ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier auf dem Server spielt, ob ihr hier mal reinschnuppert oder ob ihr hier wirklich euch dafür entschlossen habt, auf den Server langfristig aktiv zu daddeln, ja, weil, ja, Stufe 45, also Server 45 ist ja eine ganz coole Zahl eigentlich. Ich denke mal, viele warten auf Server 50, auf den internationalen Server 50. Das hat sich damals immer schon so weit angehört, ne? Also internationaler Server 50, holy shit, wie lange soll das dauern, bis der rauskommt? Aber wenn man sich das jetzt mal so, ja, so überlegt, alles, wie schnell das jetzt in letzter Zeit ging, ist Server 50 gar nicht mal so weit weg, ja? Und das finde ich schon ziemlich krass, dass es jetzt schon so weit, achso, ich muss ja in den Dungeon, lul. Dass es jetzt schon so weit gekommen ist, ne? Was spiele ich denn überhaupt? Im Battle Mage habe ich mir ausgesucht. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Stärke hier. Und ja, ich bin mal gespannt, wer da alles auf jeden Fall auf dem Server 50 zu sehen ist, ne? Also, ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Server werden. Erstmal ist es natürlich ein Jubiläumsserver, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also der wird wahrscheinlich eh gut besucht sein. Also von Haus aus schon, weil es ja Server 50 ist und ist ein runder Server so, ne? Und dann, weil es halt ein Jubiläumsserver ist, wird es bestimmt auch wieder ein besonderer Server werden, mit irgendeinem besonderen Event. Weil ich glaube, zu Server 40 gab es auch irgendein besonderes Event. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war auf jeden Fall halt ein Jubiläumsserver und dementsprechend war da auch ziemlich viel los. Und ja, Server 50 ist ja nochmal krasser irgendwie so, ne, gefühlt irgendwie. Und ja, also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt drauf auf dem Server. Da werde ich vielleicht auch ein bisschen drauf spielen, einfach nur mal, um so ein bisschen zu gucken, nicht langfristig oder so, sondern einfach nur mal zu schauen, vielleicht so, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich Free-to-Play-mäßig, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Pilzeinsatz so, mal schauen. Ich habe da noch keine genauen Pläne und möchte mir auch keine genauen Pläne machen und ja, deswegen lasse ich das mir auf jeden Fall nur offen. So, wir haben Stufe 15 erreicht mit Only Enter-Taste durchspammen. Das ist vielleicht auch mal eine neue Challenge. Welches Level erreicht ihr, wenn ihr Only Enter-Taste durchspammt und 10 Bier trinkt, ja?
Also 300 Alu spielt hier. Das wäre mal interessant zu wissen. So, wir drehen das Glücksrad, skippen mal die Animation, ja. Vernichten hier einfach mal so einen Gegner und dann gehen wir einfach mal in die Dungeons rein. Ja, zack, so geht das hier. Ein Epic bekommen. Wir haben es jetzt 56, ja. Wir schauen mal kurz in die Ehrenhalle, was sich da getan hat. Also der Kaiser hier von Dark Legends. Also Dark Legends scheint wohl eine Gilde zu sein, die es wohl wissen will. Da ist auch der Davalon drin. Ne? Also eventuell auch eine deutsche Gilde. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Aber scheint wahrscheinlich so zu sein. Ne? Ja, vielleicht. Ja doch, sieht mehr nach deutschen Spielern aus auf jeden Fall. Ja. So, dann gucken wir mal, wer ist denn noch hier oben? Wen haben wir denn noch? Equilibrium. Ja, das ist auf jeden Fall auch... Oh, guck mal, hier ist der Zuschauer-LP auch anscheinend am Start. Ja, das ist, den Zuschauer-LP, den kenne ich zumindest vom Hören und Sagen, dass er wohl früher mal übelst viel, Shakes and Fidget gemacht hat und auch relativ groß ist. Und deswegen fängt er wohl auch wieder an, mit Shakes and Fidget Videos zu drehen und deswegen, ja, nice auf jeden Fall. Wir können mal reinschauen hier, wer hier am Start ist. Das sind auf jeden Fall Namen, die kennt man alle so, ne? Hier ist auch die Red Fox hier, Vanessa ist auch hier am Start, den Biver habe ich auch schon mal gehört, Taube habe ich auch schon öfter mal gehört, ja. Merlin habe ich auch schon mal irgendwo gehört, ja. Also das sind so wahrscheinlich so die Urgesteine. So. Also viele haben also das genauso, Zuschauer-LPs genauso wie mit Dreamscape. Massig Leute schreiben mir in die Kommentare, Dreamscape, Legende. Und ich habe ihn damals nie kennengelernt und der hat ja auch damals die ganzen Videos gelöscht und so. Deswegen wusste ich ja nie, wer Dreamscape ist. Alle schreiben rein, Dreamscape, so, Legende von damals. Ich wusste immer nie, wer Dreamscape war, konnte ihn auch nicht nachgucken, weil die ganzen Videos weg waren. Ne? Deswegen, ja, und bei Zuschauer-LP war es genau das Gleiche, nur da konnte man halt eben im Nachhinein nochmal gucken, was der früher mal für Videos gemacht hat, weil der die natürlich noch alle online hat. Und deswegen ist das natürlich dann ein bisschen leichter, da auch ein Gesicht hinter zu haben. So, ne? So, jetzt wollte ich mal gucken, hier in die Gilden eigentlich mal, die auf Platz 1 sind. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, ne? Und der ist jetzt auf Platz 1, Kaiser gerade auf Platz 2. Ja, Davalon auf Platz 3. Das ist hier jetzt Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt hier um die letzten Minuten, wer hier auf Platz 1 wird. Oder wer hier Platz 1 wird am ersten Tag. So, wen haben wir noch? Xayo Industries. Ist anscheinend auch deutsch. Ich weiß nicht ganz genau. Ja, nee, vielleicht doch nicht. Ja, auf jeden Fall ist der Dude hier in der Gilde oben mit am Stissel. So, dann haben wir noch Friends. Tic-Tac-Toe haben wir noch. Okay. Aber ansonsten scheinen hier wohl Dark Legends die zu sein, die hier gerade den Server dominaten. Ja. Und stimmt, hier, guck mal, hier, der Davalon hat hier auch den Zuschauer-LP auch in der Dings hier drin, in der Beschreibung. Ja. So, wir gucken auf die Time. Ja, die letzten Sekunden sind angebrochen. Und am Tag 1 ist wohl mit Black Friday Event nicht mehr möglich als Stufe 35, so wie es aussieht. Ja, das ist, denke ich mal, ja, es ist okay, denke ich mal. Also ist für Leute, die halt richtig hart reinpilzen, ist es, denke ich mal, eine ganz, ganz nice Leistung. So, ne, man muss sich natürlich immer vor Augen halten, so wie ist das ganze Verhältnis so, wie lohnt sich das, ne? Was man denn an Pilze für den ersten Tag hier investiert und was man denn am Ende rausbekommt, ne? Und das steht natürlich meistens immer in keinem Verhältnis so, vor allen Dingen nicht auf lange Sicht gesehen. Aber ja, und anscheinend ist es wohl der die letzten Sekunden hier 0 Uhr, der hier auf Platz 1 ist, den ersten Tag mit dem Druiden, ja, gefolgt hier von Kaiser, dann der Davalon, ne? Und so weiter und so fort. Ja, so sieht das Ganze aus auf dem Server. Ich bin gespannt, ob hier noch Rekorde gebrochen werden, irgendwie jetzt noch die nächsten Tage mit Black Friday Event, so, ne? Also das macht sich wahrscheinlich schon bemerkbar, so mit den ganzen Edelsteinen hier so, ne? Und mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht werden wir nochmal ein Video dazu machen, wenn hier irgendwas
Rekordmäßiges gebrochen werden sollte. Ansonsten, ja, war es das, denke ich mal, soweit gewesen für den ersten Tag. Ne? Soll es jetzt erstmal so gewesen sein soweit. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch das Video gefallen. Und ja, wir hören uns die nächsten Tage wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bin schon ein bisschen müde, aber das Video wollte ich auf jeden Fall euch nicht vorenthalten, hier um 0 Uhr 1 jetzt mittlerweile schon das zu drehen. Gut, jetzt bin ich aber wirklich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.